Juhu. Zwei Füße, die rechts und links rausgucken. So. Ich glaube, das ist die luxuriöseste Berghütte, die wir bis jetzt gesehen haben hier. Ja, Mountain Lodge. Ja, voll gut. So Leute, 3 Wochen Nepal liegen jetzt hinter uns. Wir sind hier immer noch in Nanga Kotla, cooler Name, oberhalb von Kathmandu in dieser Hügellandschaft. Ja, jetzt geht unser Flieger morgen zurück nach München. Mit gemischten Gefühlen treten wir daran. Wir sind jetzt hier noch in einem ziemlichen, ich würde mal sagen, für nepalesischen Standard Luxushotel. Ja, es gibt ein bisschen Schwimmbecken und mehr, als man halt sonst kriegt. Mal weiche Betten. Und haben jetzt hier den letzten Abend, bevor wir dann morgen früh zurückfliegen. Und ja, wir haben hier einige Eindrücke gehabt und einiges erlebt und das alles zusammen. Ich hatte hier auch einen besonderen Moment, auf den ich viele Jahre lang hingearbeitet habe oder gehofft habe, dass ich ihn haben würde. So eine Art Gänsehaut in der Landschaft, wenn du willst, ein Landschaftsorgasmus. Ja, nee, wirklich, also sehr intensiv gewesen. Diese Landschaften hier sind, also gerade wenn du jetzt im Annapurna-Bereich unterwegs bist, das übersteigt auch so ein bisschen so deine Wahrnehmungsmöglichkeiten. Also wenn du jetzt den Mond anschaust und nicht verstehst, wie groß der Mond ist, so ungefähr ist es, wenn du vor so einem 8000er stehst, und so war das halt. Wir haben super viel Kultur erlebt, super viele Leute kennengelernt, super viel mitgenommen an Erfahrungen und an Leuten und Geschichten. Ne? Und das ist halt immer super auf so einer Reise, also in dem her voll geil gewesen. Auch so mit unserer Gruppe, obwohl wir doch ziemlich verschiedene Persönlichkeiten sind, haben wir uns irgendwie immer doch ganz gut verstanden. Klar, man kann nicht sagen, dass es ganz ohne Streitereien war, aber das ist normal, würde ich sagen. Und ja, auch die kleine Alex, die wir dabei hatten, ich sag mal klein, ist so gemein, ne? Die ist halt 18. Nee, war ein super, also auch mit Kana und Alex war es ein super Team dann noch. Richtig Spaß gemacht mit der Gruppe. Wobei ich ja sagen muss, ich habe echt diese Höhe unterschätzt. Ich hätte gedacht, geht schon, ne? Aber wegetechnisch ist das überhaupt gar kein Problem. Da gibt es überhaupt keine schwierigen Stellen, vielleicht bis auf die Landslides, aber die Höhe, die macht einen so fertig, das ist unfassbar. Also ja, gerade noch mit dem Unterschied von 4000 zu 5000. Man ringt nach Luft und geht wirklich, also winzige Schritte. Wir haben den Trail jetzt gemacht bis Muktinath, das ist so ungefähr die Hälfte von dem Ganzen. Du stehst hier mitten vor dem Fenster im Hotel, ja. Und es sieht überhaupt nicht aus wie ein Survivor. Einfach Fotomontage, mach jetzt Greenscreen, komm. So. Hintergrundlandschaft. Ja. Du tust also, als wärst du ja, ich bin jetzt hier hinter mir die Berge. Wird jetzt eingeblendet? Nee, Quatsch. Nee, auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Wir sind ein großes Stück dann mit dem Bus gefahren nach Tatopani. Das stinkt mir im Nachhinein so ein bisschen, weil ich am liebsten halt doch ganz zu Ende gelaufen wäre, aber dann hat einfach die Zeit auch nicht gereicht. Und wir sind ja alle krank geworden auch noch. Und ja, ne? Aber ich würde jetzt mal zum Ende kommen und sagen, vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt, die Videos angeguckt habt bis zum Ende. Das bedeutet mir viel, weil ich halt so viel Arbeit reinstecke und das soll ja nicht umsonst sein. Deswegen fände ich geil, wenn euch das gefallen hat, dass ihr vielleicht diese Videos oder die Seite anderen zeigt oder teilt oder mir eine Bewertung zurückgibt, dass ich weiß ungefähr, ob es cool war oder nicht. Und das wäre eigentlich schon ganz geil. Ne? Jo. Ja, der Greenscreen kann ich wieder. Ja, also in dem Sinne, vielen Dank und ab in den Winter. The ghetto. Guten Morgen, ich stehe jetzt auf. Ich meine über den Ding meine Sorgen. Lass dich im Traum, schlafe nicht auf, steh dann ohne sie auf diesem Morgen. Kann man vertrauen, auch wenn man's abends nicht glaubt. Mama sagt, auch wenn man Augen mal schließt, geht die Sonne noch auf. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja, und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da und warte auf den Tag. Immer bis
bisschen mehr als die anderen. Früher angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht für was ich nicht lernen kann. Für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Wasch mir die Nacht von der Haut, Tropfen laufen laut. Lass sie nicht ausreden, verbraucht. Entscheide heute nur aus dem Bauch. Das ganze Jahr kannst du haben, aber der Tag hier gehört mir. Hab nicht so lange drauf gewartet, um jetzt das Rennen zu verlieren. Liebe Grüße aus Nepal tatsächlich. Ich bin immer noch hier, wie man vielleicht auch an der Geräuschkulisse im Hintergrund erkennen kann. Aber ich bin gerade in einer Schule, da bleibt es nicht wirklich aus. Ja, ich wollte abschließend zu der Videoreihe mich einfach nochmal melden. Und natürlich zuallererst mal ganz herzlich bei Kai, Jay, Benny und Kasi bedanken. Und natürlich auch bei Kana, der ein wirklich guter Guide war, uns einige Sachen erklären konnte. Und es hat total Spaß gemacht, mit euch allen zu laufen. Es war wirklich toll. Und ja, eben die ganzen Erfahrungen mit euch teilen zu können. Das finde ich immer schön, wenn man zusammenläuft, dass man nicht alles nur für sich alleine hat. Und ja, ansonsten, ich bin jetzt seit, ich glaube, 4,5 Monaten ungefähr hier. Ein bisschen kann ich auch noch bleiben und habe noch einige andere Erfahrungen natürlich gemacht. Ich war nach dem Circuit, den bin ich zu Ende gelaufen, auch noch im Everest-Gebiet unterwegs, habe da noch mal einige Wochen verbracht und es war auch unfassbar schön. Insofern kann ich allen Leuten, die in irgendeiner Form überlegen, mal hier hinzukommen, nur dazu raten, es einfach zu tun. Denn es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken und es ist ein so vielseitiges Land. Man hat natürlich die Natur, die einfach grandios ist. Man hat aber auch kulturell ganz viele Dinge, die man hier entdecken kann und die man vielleicht auch so überhaupt nicht kennt. Und die Menschen sind unfassbar nett. Das ist eigentlich das, was einem immer wieder hier auffällt, dass man sehr herzlich aufgenommen wird, auch wenn man ja selbst eigentlich fremd ist. Aber das ist wirklich schön. Ja, insofern, falls jemand kommen will, macht es auf jeden Fall. Zögert nicht zu lange. Und an euch, also an die Vierergruppe bzw. mit Kana 5 nochmal vielen Dank, dass ich euch begleiten durfte und diese Reise zumindest teilweise mit euch erleben durfte. Und ich hoffe, man sieht sich bald wieder und vielleicht ja auch in einem ein oder anderen Video.